Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir das verraten sollten. Was soll man das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es im Nachhinein ein Fehler war. Wenig Schlaf gehabt, irgendwie früh um 8 schreibt er mir, ey, Marius, wir haben ein Problem. Du greifst ziemlich weit vor. Kommen wir später dazu. Try getting farther, keep my feet from the stray, but the road gets harder and I get led away. You see, can't you see, he won't let me be. He tears me down till I'm begging for it. I'm so loud. Hi, willkommen zum neuen Video. Wir sind heute hier bei Marius, meinem Kumpel, meinem Freund. Auf einmal. Wir wollen heute ein Video machen über die Boldor und über die XS650. Aber jetzt erstmal so eine Story dazu, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir eigentlich uns kennen, oder? Oder ja. Vielleicht erstmal was zu deiner Person. Erstmal ganz kurz, Marius, Alter, lass mal weg, in Würzburg geboren. Hier auch die Firma gegründet. Ursprünglich war Camber so ein reines, da kennen wir uns auch, ne? Ja. Eigentlich so eine Auto-Gang-Gruppe. Ich bin über die Radlaufgeschichte in so eine coole Autogang eingetreten. Das war damals wirklich eine Facebook-Gruppe mit 30 Leuten am Anfang oder sowas. Angefangen, alle sehr, sehr BMW-lastig. Ja, mittlerweile relativ viel Klamotten, Streetwear-lastig und einen eigenen Wein. Ich meine, einige werden das schon kennen aus den Videos. Ja, und dann... Manche haben auch schon Kopfweh vielleicht davon. Manche hatten schon auch schon Kopfweh. Die meisten werden wahrscheinlich die Bikes auch kennen von S Motorshow. Das hier 2018 und 2019 XS und die Boldor. Waren beide auf dem Stand. Und wer unseren Stand kennt oder allgemein das Label kennt, weiß, dass es alles sehr, sehr schwarzlastig ist. Schwarz, mattschwarz, glanzschwarz, hochglanzschwarz. Warum überhaupt Motorräder? Wie ist das überhaupt passiert? Ich glaube, wir waren bei Soga 2016, 17 wahrscheinlich, 17, weil wir genau ein Jahr Zeit war, 2017. Genau. So hat das ganze Thema angefangen. Und dann kam man eigentlich drauf, dass wir Motorräder bauen wollen, mit denen wir beim nächsten Soga um den See fahren können. Aber du hattest schon eine. Aber die war auch noch nicht fertig. Nee, meine war aber auch noch lange nicht fertig. Ja, und dann haben wir beschlossen, es muss auf jeden Fall eine Boldor werden eigentlich. Ne? War für mich relativ klar, weil es einfach... Ja, du hattest die ja, Hookies. Du hattest die von Hookie gesehen, wie irgendwie zufällig jeder, der JP-Videos guckt und eigentlich in der Autoszene ist. Und dann auf einmal auf die Idee komme ich, dass Motorräder doch eigentlich auch ganz toll sind, weil der JP bei Hookie die Boldor gekauft hat und auf einmal... muss man kurz dazu sagen, dass wir Motorräder schon immer gut fanden. Ja, kann man und auch schon davor schon welche hatten. Ja, na klar. Also wir haben jetzt nicht deswegen angefangen, Motorräder zu kaufen und umzubauen. Nein, aber es war schon so ein Schlüsselerlebnis, dass viele aus der Autoszene gemerkt haben, Alter, okay, mit dem Auto habe ich viel Aufsehen, die Polizei f***t mich vielleicht andauernd. Mache ich ein Motorrad, das sieht zumindest im Wohnzimmer schön aus, aber wenn man noch nie einen Meter damit gefahren ist. Du greifst ziemlich weit vor. Ja, kommen wir später dazu. Ja, und dann haben wir, oder beziehungsweise Andi hat einen Rentner ausgegraben, das ist ja immer klassisch, ne? Klischee-Rentner, und hat gemeint, ich muss vorbeikommen, wir kaufen ein Bike. Dann stand dieses Motorrad mit einem blauen Rahmen und roter Verkleidung. Anders, oder? Ne, der Rahmen war blau. War nicht der Rahmen rot und der Tank blau? Was? Nee. Warte, ich muss überlegen. Doch, der Rahmen war blau und der Tank war rot. Ja. Und die Felgen waren auch blau, schlumpfblau. Aber das Bike war einfach so, dass wir, Andi, das kann nicht cool werden. Ja, komm, wir machen das. Und
ich weiß nicht, ihr werdet Andi wahrscheinlich noch nie live erlebt haben oder wenige, aber wenn Andi überzeugt ist von irgendwas, dann ist es so wie bei Bob der Baumeister, dass ein Hammer fliegt, eine Zange rauskommt und dann ist innerhalb von 10 Minuten alles zerlegt und überall liegen Teile rum und dann geht's los. Und dann hat er gemeint, ey, hier nehmen wir die Flex und einen Hammer und hat auf den Tank rumgehauen, das Heck abgeflext und auf einmal war es immer noch blau-rot, aber es sah auf jeden Fall schon mal so aus, wie es am Ende auch war. In die Richtung. In die richtige Richtung Ja. war vorgegeben. Ja, also ich konnte mir schon das vorstellen an dem hässlich blau-roten Motorrad, wie es am Ende aussehen soll. Und man muss dazu sagen, es ist eine SC01 von 78. 79, 79. genau, 79. Zumindest also eine von der ersten, keine Ahnung, 1000 Boldors. Und der Preis war damals in Ordnung für die Basis. Das war nicht mal 1000 Euro, was waren das? Ich glaube, wir haben 900 bezahlt sogar. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir das verraten sollten. Was soll man das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es im Nachhinein ein Fehler war, ein Motorrad zu kaufen, das nicht läuft. Ja, das habe ich schon öfters gemacht, den Fehler. Ich habe es letzte Woche wieder gemacht. Oh. Wiederaufbau begann. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Weil ich weiß noch, du hast auf dem Tank rumgezeichnet, ne, dass wir die Knieaussparungen haben. Ja, weil ich diese Da war ich dann blöde Form Probe gesessen und habe gemeint so, okay, passt, das ist cool. Und dann habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, wie irgend so ein Typ einen Heck hatte, wo du umbauen konntest Genau. auf Stimmt. Sozius. Und da habe ich gemeint so, ey, das brauche ich auch, weil ich werde auf jeden Fall immer mit dem Motorrad zu einem Café fahren und irgendwann ich und meine Freundin mit und wir fahren damit zusammen. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, das Motorrad ist noch nie gefahren. Es steht seit der Messe hier im Wohnzimmer, weil es irgendwie zu schade ist zum Fahren. Ja, oder weil wir zu blöd sind, es fertig zu bekommen. Man muss dazu sagen, wie ihr vielleicht schon aus den vorherigen Videos erfahren habt, ich habe wie immer zu allem und jedem Ja gesagt. Das heißt, ich habe zu Marius Ja gesagt, bauen wir ja die Boldor. Ich habe damals zu meiner Ex-Freundin, also die XS war ursprünglich für meine Ex-Freundin, habt ihr gesagt, wir bauen ein Motorrad. Ich habe meine CB750 zerlegt gehabt und noch die Autoprojekte dazu und dann Und du hast noch ein Haus gekauft. noch ein Haus gekauft, genau. Und Alles auf einmal. dann war das halt so, dass ich eigentlich schon absehbarer Zeit an dem Haus anfangen musste. Er hat aber 3 Motorräder zerlegt. Ja, und damit kamen dann auch so ein bisschen die Probleme. Also wir waren auf jeden Fall schon mal einig mit der Farbgebung. Es muss auf jeden Fall schwarz sein. Aber auch bei Schwarz gibt es ja verschiedene Töne. Und auch bei Mattschwarz gibt es verschiedene Töne. Und was macht man mattschwarz und was macht man glanzschwarz? Das war eine leichte Diskussion. Und im Nachhinein haben wir auch festgestellt, weil der Motorblock ist silber geworden, damit nicht alles schwarz ist. Das war eine gute Entscheidung. Was? Ich dachte, wir sind uns einig, dass es beim nächsten schwarz wird. Nein, das ist zu viel schwarz. Ich find's Immer gut. noch? Du Ja. warst kurz. Nee. Du hast auf jeden Fall nach 7 Bier gesagt, dass es hätte es auch schwarz gemacht. Nein, ich finde es jetzt im Nachhinein gut so, dass es silber ist. Dann sieht man, das ist Motor und der Rest ist Motorrad. Okay, gut. Okay. Aber die Ansaugtrichter hätten schwarz werden sollen. Die könnte man noch matt schwarz machen. Gut. Oder Glanz. Seidenmatt oder matt? Hochglanz. Okay. Jetzt so im ja, Hochglanz. So viel zu den verschiedenen Schwarztönen quasi. Ja, dann Essen Motorshow 2018 war die erste Essen Motorshow, wo wir gesagt haben, wir sind dabei. War auch echt eine krasse Erfahrung und auch super, super stressig und auch finanziell echt ein Problem am Anfang. Und Andi wurde da auch sehr alleine gelassen mit dem Bike, weil gar keine Zeit mehr war, noch bei ihm vorbeizuschauen und irgendwas zu helfen. Und dann so 2 Wochen vorher, 3 Wochen vorher? Es war 2 Wochen, es war nicht weit vorher. Ja. 2 Wochen vorher, wenig Schlaf gehabt, irgendwie früh um 8 schreibt er mir, ey, Marius, wir haben ein Problem. Samstags. Samstags. Ich so, was schon wieder los? Weil es waren halt relativ viele Probleme, leider. Ja, das Motorrad liegt auf dem Kopf. Sie liegt auf dem Kopf. Ja, es ist von der Bühne gefallen. Ich kam Samstagmorgens in die Werkstatt, wollte halt weitermachen. Katastrophe, ey. Denke mir, hä, wo ist das Motorrad? Ist gar nicht mehr auf der Bühne. Immer noch nichts dabei gedacht, ein paar Schritte weitergelaufen, lag es einfach neben der Motorradhebebühne. Also Tank war drauf, da hat dann Gott sei Dank der Achim den Ja, echt. ausgebeult und Hut ab vor der Leistung, ja. Und das Heck war zum Glück nicht drauf, aber die Gabelbrücke war am Arsch, der Ventildeckel war am Arsch, die Lampe war am Arsch. Würde ich auch sofort weiterempfehlen. Also Achim, wenn es mal eskaliert, auf jeden Er hat Fall. das kurz rausdrückt wieder, da ist kein Spachtel drauf gekommen. Tank Der hat das wieder gut gerettet, ausgebeult. Und wieder beilackiert und ja, dann konnten wir es tatsächlich noch schaffen, das Ding bis zur Essen Motorshow fertig zu kriegen. Es lief davor tatsächlich auch. Also ich habe es beim Kumpel gehabt, der, muss man dazu sagen, mit Motoren mache ich gar nichts. Also da
keine Ahnung, man muss wissen, was man kann und man muss auch wissen, was man jemand anders machen lässt. Der hat dann die Vergaser noch abgestimmt, hat den Motor abgestimmt, das war so ein paar Tage vor der Messe und dann lief sie und er ist auch schon damit gefahren. Aber von uns noch keiner. Ja, von uns noch keiner. Wir hatten es dann immer vor, aber gut, das ist halt auch echt stressig irgendwie, das Leben so, ne? Und dann war hier Hausbau und da Messe und dann, naja, wurde das irgendwie ins Wohnzimmer gestellt und stand dann da ein Jahr. Und dann war Essen Motorrad 2019, dann wurde es wieder aus dem Wohnzimmer rausgeschoben, wieder zur Messe. Da wurde auch tatsächlich nichts geändert. Es gibt jetzt ein paar kleine Änderungen, ne, damit es auch wirklich richtig gut funktioniert und so ein paar kleine Details nochmal überarbeiten. Aber ansonsten absolut für mich beste Bike, wo Kaffee Racer mäßig, wenn ihr welche habt, die ihr sagt, die sind noch geiler, schickt die durch. Aber für mich sage, viel mehr geht nicht. Und der Plan ist jetzt auch tatsächlich, nach dem Video hier, wird es ein Detailvideo zur Boldor geben und noch ein Detailvideo zur XS. Und für die Videos wird der Marius jetzt die nächsten 1-2 Wochen nochmal zu mir nach Hause kommen, die Motorräder mitbringen. Wir werden sie dort versuchen zum Laufen zu bringen und dann natürlich die hier läuft, die bin ich ins Wohnzimmer heute gefahren. Ja, die läuft, das weiß ich, aber die läuft. Die wissen wir es halt. Die Boldor, läuft auch, aber keine auch. Ahnung, Benzin ist jetzt 2 Jahre alt und Vergaser vielleicht schon wieder verklebt. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall wird es von denen 2 Motorrädern ein Video geben mit Fahraufnahme und Rolling Shots und naja, nicht so wie das Video hier viel über die Geschichte drumherum, sondern nur rein technisch Motorrad. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das ist so ein bisschen der Vorgeschmack jetzt. Das wird gut, freue ich mich drauf, das zu fahren. Ja, also ich weiß, ich habe es ja auch schon laufen lassen, das Sound ist richtig geil. Wäre schlimm, wenn nicht. Mit offenen Trichter. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, aber mal schauen, wie es sich auch fährt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, die Yamaha habe ich letztes Jahr relativ oft gefahren im Sommer. Ist halt einfach ein anderes Fahren, wenn du von der Supermoto kommst. Ne? Wenn du von der 2019er Supermoto kommst, die funktioniert, die bremst, die geht vorwärts und hier ist so, die geht echt super gut an, muss man ganz klar sagen, aber halt auch durch die Reifen und durch die Tieferlegung. Sehr hart, sehr. Aber ich stelle mir tatsächlich so die ersten Supermotos, stelle ich mir so vor, tatsächlich. Ne? Weil die liegt geil auf der Straße, du merkst halt jeden Kieselstein, also vom ganzen Ding her, auch wie die anschiebt und so. Also ist jetzt auch nicht langsam, ne? Also du kannst da easy going mitfahren. Nö, die Leistung ist okay bei der XS. Das Passt passt halt auf jeden Fall. tiefer gelegt, deshalb etwas hart. Ja, aber das ist hier nicht besser. Nicht viel besser. Ja. Wir haben grundsätzlich ein Problem mit Tieferlegung. Egal bei was, und wir haben schon oft festgestellt, dass es manchmal besser wäre, es wäre höher, aber wir haben es nie geändert. Ja, aber es muss halt auch gut aussehen. Unabhängig von Motorrad oder Auto. So, wir machen jetzt mal ein bisschen die Fragen von Instagram. Andi hat mir sein Handy gegeben, weil die Fragen decken sich da ziemlich zu 90%. Es geht relativ viel um TÜV, Legalität und die Umbauten allgemein. Und eins ist hier, ob die Firestone-Reifen eingetragen sind. Also ich habe sie nicht eingetragen, das Moped war aber noch nicht zugelassen. Aber wäre es möglich? Es wäre theoretisch möglich. Man muss dazu sagen, die Firestone-Reifen sind tatsächlich richtige Oldtimer-Motorradreifen. Also es gibt mittlerweile Shinko, die haben eine Zulassung bis 210 km/h. Die haben den sind Look auf der XS. Die haben den Look von einem Oldschool-Reifen, sind aber halt Zuglasse bis 210, 215 km/h, glaube ich. Die könnten wir locker da drauf machen. Bei den Firestone ist so, die haben eine Zulassung tatsächlich nur bis 160 km/h, glaube ich. Könnte man natürlich auch eintragen. Man müsste halt natürlich, keine Ahnung, das Motorrad dementsprechend übersetzen, dass es nur noch 160 läuft und das eben auch belegen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, viel mehr eintragen, wie man eigentlich denkt. Es ist eben nur eigentlich mit der persönlichen Hartnäckigkeit verbunden und man muss eben halt einen TÜV-Prüfer finden, der seinen Job leidenschaftlich macht, gern macht und vielleicht auch selber ein Motorradpurist oder ein Autofan ist, der dann halt eben, der halt eben fleißiger ist und mehr Bock drauf hat. Ja, auch mal was nachliest, nicht nur komplett. Ja, also das Ding wäre an sich, so wie es da steht, TÜV-konform. Das Einzige, was jetzt schwierig wird, ist das mit den Reifen und vorne, man müsste halt ein kleines Schutzblech dran machen, aber der ganze Rest an dem Motorrad, da spricht nichts dagegen, dass das... Das war ursprünglich so gedacht, ne? Ursprünglich soll das Motorrad wirklich auf der Straße fahren. Also es ja war immer so gedacht, dass wir auch alles, was gebaut wird, egal ob Auto oder Motorrad,
soll auch wirklich gefahren werden und nicht im Wohnzimmer stehen. Das ist jetzt halt ein bisschen umfunktioniert worden aktuell, aber wir sind schon ein Team fahren auf jeden Fall. Ne? Auch wenn es teuer ist und hochwertig und dann dreckig ist, aber es ist auch einfach dazu gedacht. Eine sehr, sehr gute Frage hier an dich. Möchtest du dich irgendwann mal selbstständig machen? Ja, natürlich ist das ein Traum von mir, aus meiner Leidenschaft einen Beruf zu machen. Man muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen gefangen in dem Zwiespalt zwischen, ich habe eine Ausbildung gemacht und arbeite im Industriebetrieb. Industriebetrieb gibt ja viele Sicherheiten. Keine Ahnung, wenn du mal krank bist oder Sozialabgabe, das fängt ja da schon an. Da muss man also schon ganz schön Gas geben, damit man den, ich sag mal, Luxus auffangen kann, indem man selbstständig ist. Weil wenn dann ich darf nach Feierabend schöne Sachen machen, irgendwann ich muss unbedingt das machen, damit ich drüber drunter komme, meine Rechnung zahlen kann und ich nicht, keine Ahnung, jemand mir mein Haus verpfändet, dann der Zwiespalt, der hindert mich gerade noch dran. Aber ich träume davon und ich bin so dabei, das so nach und nach vielleicht in die Tat umzusetzen, aber das ist auf jeden Fall kein Schritt von heute auf morgen. Oder? Was sagst du? Ich kann es dir nur empfehlen, aber das hat man schon oft, dieses Thema. Aber du bist auch ein Schwabe, ne? Aus dem Schwabeländle. Nein, ich bin Hohenloher. Und auch so ein bisschen so sehr, also ja, normal bei uns Deutschen, dieses Sicherheitsdenken. Ja. Sicherheitsding, ja, ist auch wichtig. Aber wenn du dich nicht selbstständig machst, dann gibt es viele da draußen, die Motorräder schrauben oder Werkstätten haben, die sich auf keinen Fall selbstständig machen sollten. Also handwerklich gesehen steht außer Frage, dass du dich selbstständig machen musst. Gut, die andere Frage ist alles recht ähnlich und manche Sachen sollte man nicht beantworten. Auch sowas hier, ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber wie viel zahlt man sowas normalerweise? Also ich nehme einfach mal sowas vorweg, ja. Allein Teile kriegt ihr ja nur weitergegeben. Das heißt, die Teile kosten halt so viel, wie sie kosten. Und da geht es halt von bis, weil zum Beispiel bei diesem Motorrad, gut, das ist eine komplette Fehlkalkulation, weil es vielleicht auch das erste war. Ja, aber weil man zu euphorisch war und weil es halt kurzfristig war. Man muss dazu sagen, ey, das muss jetzt schnell fertig werden, da muss man halt manchmal einen sauren Apfel beißen und mehr bezahlen. Gell? Aber zum Beispiel auch sowas, auch wenn ihr das jetzt nicht beim Andi umbauen lasst oder sonst wo, würde ich euch empfehlen, macht den Preis fix. Auch ein bisschen auf Papier vielleicht, weil wir hatten das Problem am Motor zum Beispiel, wurde uns 1000 € gesagt. Da wurde gehohnt, komplett neu gelagert, gewuchtet, neue Kolben, Übermaßkolben. Komplett neu revidierter Motor. Alles einmal neu und alles noch ein bisschen größer und der Preis hat sich vervierfacht am Ende zu dem, was angegeben war. Und das hat auch die Kosten natürlich ein bisschen gesprengt. Deswegen ist umso mehr schade, dass im Wohnzimmer steht und nicht gefahren wird. Deswegen muss sie auch zeitnah gefahren werden. Richtig gute Frage, weil da bist du im Thema. Was war das Aufwendigste beim Umbau? Ja, das Aufwendigste ist natürlich das Switch-Heck, dass man einfach, das war ja das Ziel eigentlich, dass es, wenn man jetzt ein Heck macht, das man tauschen kann und man muss dafür 28 Schrauben losmachen und das dauert 12 Minuten, macht keiner. Deswegen war das Ziel halt Knopfdruck, Heck weg, Knopfdruck, Heck hin. Das war schon einiges Kopfzerbrecher, war auch einiges Tüfteln, aber ja, wie man jetzt vielleicht sieht, geht jetzt tatsächlich easy going, war aber schon viel Gehirnschmalz dabei und viel Nachdenken. So, komm, wir machen noch 2 Fragen, dann ist gut, oder? Ja. Welches Fahrwerk wurde an der Hinterachse verbaut? Das weiß ich sogar, nämlich tatsächlich ist das originale Koni-Fahrwerk, genau. das damals bei Honda auch verbaut wurde. Es wird nur überarbeitet. Ja, oder beziehungsweise original Koni-Stoßdämpfer, die dann vielleicht damals schon einer hingeschraubt hat. Aber es ist tatsächlich nichts anderes, also da hat sich gar nichts geändert. Okay, dann letzte Frage. Wie lange hast du gebraucht, bis sie fertig war? Also ich behaupte mal, gekauft wurde grob im April, sowas. Also quasi 7 Monate vor Essen Motorshow. Genau, und man muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht immer stetig dran gearbeitet habe, weil wie gesagt, das waren tausende Sachen gleichzeitig. Es waren schon auch viele Nachtschichten, aber man muss auch dazu sagen, dass so eine Boldor im Vergleich zu einer Vor echt, also in dem Stil, gar nicht so viel Aufwand ist, weil die halt einfach schon schöne Gegebenheiten hat. Die hat schon Doppelscheibenbremse, die hat keine Trockensumpfschmierung, das heißt, man kriegt das Rahmendreieck relativ leicht leergeräumt. Ja, die hatten schon an sich ein super Fahrwerk, der Motor sieht cool aus, offene Luftfiltertrichter oder halt
Luftfilter oder Trichter. Den Auspuff, die Auspuffanlage war, glaube ich, sogar auch schon dran. Da haben wir nur den Endschalldämpfer gekürzt. Sebring, Original, Endschalldämpfer gekürzt. Und ansonsten ein bisschen tiefer legen, ein bisschen ganz viel Zeug wegschrauben und ein schönes Heckbau. Und halt Hauptaugenmerk hier war ja auch diese komische Linie von dem Tank rauszukriegen. Das hat man über die Kniedelle gelöst. Aber so war an dem Motorrad an sich gar nicht so viel Custom. Haben mich auch schon echt viele Leute gefragt mit dem Tank, was das für ein Tank ist. Wenn du dann zurückschreibst, dass das Originale ist, alle so, nee, kann nicht sein. Doch, Ja. ist der originale Tank. Relativ easy peasy, das zu machen. Für dich, ja, aber Ja. für Normalsterbliche ist es weit weg von einfach. Aber es ist jetzt kein kompletter Eigenbautank, es ist lediglich diese das Kniedelle stimmt, das drin stimmt. und die halt so gemacht, dass es diesen Schwung nach unten kaschiert. Ja. Aber Fakt ist, ein großer Punkt ist halt Elektronik, ne? Ja. Weil umso weniger Elektronik, umso teurer wird es, habe ich das Gefühl. Ja. Also alles, was irgendwie, es hat ja echt auch die ganze Elektrik TÜV, ne? Also Blinker-TÜV, rücklicher TÜV, Genau. alles, halt alles dieses legal, Moto-Gadget. aber es ist echt Moto-Gadget, schweineteuer. M-Unit und diese ganze M-Box, also minimalisierte Elektrik. Und das müssen wir halt machen, damit das Rahmendreieck leer wird, damit es halt cool aussieht einfach. Ja. Und da bist du halt mal von vorne weg. Kann ich sagen, für die Elektrik an Sommer, egal welches Motorradprojekt, wenn du das minimalisieren willst, angefangen bei Blinker über diese computergesteuerte, zum Beispiel jetzt von Moto Gadget Box, da bist du 1200 € kannst du rechnen für Elektrik. Immer. 1000 sind wir weg. Ja, Und hat es noch keiner eingebaut. ja. Dann brauchst du noch ein, Und das ist bei jedem Motorrad das Gleiche, weil du willst bei jedem Motorrad wenig haben. ja. Ja. Gut, dann Können wir noch kurz drüber sprechen, was wir noch für Pläne so haben in der Zukunft und dann ist das Video wahrscheinlich auch schon viel zu lang. ja, gemeinsame Pläne. No, the devil's got no hold on me. No, you can't have the best of me. No, the devil's got no hold on me. Ja, auf jeden Fall kommen irgendwann unsere Nachbarn hier rein und denken sich so, warum stehst du im Gang? Gell? Achso, die laufen das Treppenhaus hoch, Ja. hoch oder was? Okay. Okay. Wie sieht das Ganze aus? Gib mir einfach irgendein Zeichen, wenn wir loslegen. Hi, heute sind wir bei Marius. Ja, passt. Super Anfang mit dem Bier in der Hand. Wie gut bist du denn in dem Zusammenschneiden? Also können wir da wirklich so Cuts reinknallen oder soll es flüssig sein? Ich würde damals auf eBay Kleinanzeigen habe ich einen Andi Meggerle gefunden und hat gemeint, er hat da was rumstehen, was weg muss. Macht einen guten Preis. Bin der Marius, kannst auch sagen, vielleicht bin ich auch ein Freund von dir oder so. Kannst du auch machen. Aber ansonsten sagst du dann so, ich bin irgendwie so in dein Leben eingetreten und seitdem geht's bergab. Lauch. Okay. Nein, weinen! Geht bitte direkt dagegen.